Hey Rabbits, Trixie hier und willkommen zu einem neuen Video auf Deutsch. Ich würde mich eher als einen introvertierten Menschen bezeichnen, nicht mehr schüchtern, das war ich einmal, aber introvertiert trifft definitiv immer noch zu. Ich brauche wahnsinnig viel Zeit, einfach für mich allein, zum Kreativsein und soziale Situationen stressen mich manchmal. Während extrovertierte Menschen es lieben, sich ins Getümmel zu stürzen und zu reden, Freundschaften zu knüpfen und alles zu erzählen, was ihnen einfällt, bin ich irgendwann immer erschöpft, wenn ich viel sprechen muss. Ich genieße diese Zeit zwar auch, aber irgendwann wünsche ich mir immer, nach Hause zu gehen, mich unter eine Decke zu kuscheln mit einem guten Buch und einem Tee und einfach etwas zu lesen oder etwas zu schreiben und mit mir selbst allein zu sein. Introvertiert oder extrovertiert, beide Seiten haben definitiv ihre Vor- und Nachteile. Heute soll es aber um die introvertierten Menschen, so wie mich, gehen. Ich bin nämlich sicherlich nicht der einzige introvertierte Mensch auf dem Planeten und ich habe sicherlich nicht alleine die Probleme, die introvertierte Menschen nun mal haben. Deswegen wollte ich heute ein paar Erfahrungen mit euch teilen. Deswegen soll es im heutigen Video um Alltagssituationen gehen, die introvertierte Menschen normalerweise hassen. All diese kleinen, nervigen Momente, die extrovertierte Menschen problemlos meistern, die aber für uns Introvertierte extrem anstrengend und komisch sein können. Ich zumindest gerate andauernd in diese Situationen und frage mich einfach, ob das für andere auch so ist. Egal ob introvertiert oder extrovertiert, ihr könnt mir ja schreiben, ob ihr diese Situationen auch kennt, welche anderen nervigen Momente euch noch einfallen und wie ihr damit umgeht. Auf jeden Fall wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Video und jetzt geht's los. Alltagssituationen, die Introvertierte nicht so lustig finden. Als erstes möchte ich gerne über ein Phänomen sprechen, das ich immer als die Hallo-Sag-Distanz beschreibe. Man sieht aus der Ferne jemanden, den man kennt und macht Augenkontakt. Es ist also nicht möglich, noch schnell in die Seitenstraße abzubiegen. Nein, nach sozialen Regeln der Höflichkeit sollte man sich jetzt Hallo sagen. Wir gehen mal davon aus, dass das natürlich keiner der dicksten Freunde überhaupt ist, sondern jemanden, den man ab und zu schon mal gesehen hat. Zumindest so oft, dass man Hi sagen würde, wenn man aneinander vorbeigeht. Und dann geht's los. Er kommt auf einen zu, man selber geht auf diese Person zu und der Abstand wird kleiner und kleiner und meine Frage ist einfach, was macht man in dieser Zeit, in der die Distanz noch zu groß ist, um Hallo zu sagen? Man hat sich schon gesehen. Das Hallo steht quasi schon fett mitten auf der Straße und trotzdem muss man erst noch ein paar Schritte laufen, bevor man dann tatsächlich den Mund aufmachen kann, denn sonst hört der andere das wahrscheinlich nicht, wenn man noch zu weit weg ist. Und dann weiß man immer nicht, soll ich den jetzt weiter angucken, was auch ein bisschen creepy ist, wenn das so noch, sagen wir mal, 10 Sekunden dauert, bis man sich dann tatsächlich gegenübersteht. Soll ich einfach starren, weil wir uns ja so gut kennen? Oder soll ich einfach in der Gegend rumgucken, weil ich ja so ein naturliebender Mensch bin und was für eine wunderschöne Häuserfassade da rechts. Man kann sich natürlich retten, indem man anfängt, auf sein Handy zu gucken, aber das finde ich persönlich ziemlich unhöflich. Und irgendwann ist man dann endlich da und man sagt Hallo und geht weiter und denkt sich, warum mache ich mir so viele Gedanken um nix? Findet ihr diese Situation auch so nervig und strange oder bin nur ich das? Das nächste Beispiel ist ein ähnliches Szenario mit dem Unterschied, dass die beiden sich treffenden Menschen sich noch nicht gesehen haben. Beziehungsweise du als introvertierte Person hast den anderen Menschen gesehen und musst jetzt irgendwie versuchen zu fliehen. Wieder geht es natürlich nicht um gute Freunde, denen man gerne begegnet, sondern diese Art von Mensch, die man kennt, aber auf die man gerade keinen Bock hat. Und das meine ich auch nicht böse, aber sagen wir mal, es ist super früh am Morgen, du hast fette Augenringe, du willst nichts außer einem Kaffee und das Letzte, was du gebrauchen kannst, ist so eine Smalltalk-Konversation, die man einfach in den Müll kloppen kann. Und deswegen hasse ich diese Situation so. Du fühlst dich so ausgeliefert, weil du weißt, da ist diese Person, die du ja eigentlich irgendwie ein bisschen magst, aber du möchtest ihr nicht begegnen. Wie kannst du irgendwie einfädeln, dass ihr euch nicht über den Weg lauft? Wenn das zum Beispiel in einem Supermarkt ist, versuche ich dann immer in einen anderen Gang zu gehen oder irgendwo hinzulaufen, wo diese Person sicherlich schon war oder niemals hingehen würde, so in die Damenbindenabteilung, so, ja, jetzt mit Flügeln, bis dann so viel Zeit vergangen ist, dass man sich wieder frei und sicher bewegen kann. Das ist natürlich reichlich bescheuert und ich hoffe, dass es nicht vielen von euch so geht wie mir. Ich habe aber auch noch einen Pro-Tipp für Introvertierte für euch. Wenn ihr nicht vor unerwünschten Smalltalk-Konversationen fliehen wollt, wie so ein angestochenes Warzen-Rentierschwein, dann
Wenn ihr nicht wie bekloppt, so wie ich, vor unerwünschten Smalltalk-Konversationen weglaufen wollt, dann könnt ihr auch das introvertierte Person Pokerface aufsetzen und so tun, als hättet ihr die andere Person nicht gesehen. Das introvertierte Leute Pokerface sieht übrigens nicht so aus und auch nicht so, sondern so. Ganz genau. Ihr habt nämlich viele verschiedene Gesichter zur Auswahl. Das Wichtige ist nur, dass ihr irgendwas Peinliches macht. Denn was machen Leute nicht? Die wissen, dass jemand anders sie anguckt. Etwas Peinliches. Da muss man jetzt natürlich abwägen, was einem lieber ist. Eine nervige Smalltalk-Konversation oder sich kurz zum Affen machen. Aber ich wollte euch diesen kleinen Pro-Tipp zumindest nicht vorenthalten. Während man sein geniales Pokerface aufgesetzt hat, muss man natürlich auch immer mal wieder um die Ecke gucken, ob der andere noch da ist. Dabei passiert mir persönlich immer was ich als Blickkontakt-Bounce bezeichne. Man guckt die andere Person an und sobald sich die Blicke treffen, schweift mein Blick ab und ich gucke wieder irgendwo anders hin. Und ich mache das nicht, weil ich das möchte, sondern das passiert ganz automatisch. Und das betrifft nicht nur flüchtige Bekanntschaften, sondern auch willkürliche Leute auf der Straße, denen man manchmal einfach zufällig mitten ins Gesicht guckt. Und sobald die dann zurückgucken, weil die gemerkt haben, dass denen jemand mitten in die Fresse guckt, erschrecke ich mich immer und gucke sofort woanders hin. Kennt ihr das auch? Ich vermute nämlich, dass das auch so eine introvertierte Personensache ist. Teilweise suche ich auch den Blickkontakt von Personen, weil ich zum Beispiel eine Frage habe und wenn die mich dann auch angucken, gucke ich trotzdem erstmal weg, weil ich einfach diesen spontanen aufgebauten Blickkontakt beängstigend finde. Falls ihr auch zu den anderen Leuten gedankenverloren ins Gesicht starren Menschen gehört, habe ich auch da noch einen kleinen Tipp für euch. In dem Moment, wo die zurückgucken, blinzeln. Ich habe mir das irgendwann mal angewöhnt und finde es sehr angenehm, weil man dadurch relativ elegant wieder aus dem unfreiwillig aufgebauten Blickkontakt flüchten kann. Als nächstes kommt eine Sache, die wahrscheinlich die wenigsten von euch nachvollziehen können, aber ich hasse es, den Namen einer Person zu sagen, deren Aufmerksamkeit ich erhaschen möchte. Trixie? Kannst du mir mal kurz das Wasser reichen? Das ist doch was total Normales. Wenn das jemand mit mir macht, habe ich damit kein Problem und denke nicht darüber nach. Aber wenn ich diejenige bin, die das Wasser haben wollen würde, dann würde es mich wahrscheinlich 5 Minuten der Überwindung kosten, bis ich die andere Person mit Namen anspreche, mir das Wasser zu reichen. Ich finde es einfach so unfassbar unangenehm, wenn jemand in eine Konversation verstrickt ist und man so dazwischen hauen muss, wenn man was Kleines will. Allgemein fällt es mir deshalb unsagbar schwer, mich in eine bestehende Konversation einzugliedern, weil ich dann immer auf diese Lücke warte, in die ich reinspringen kann, ohne jemanden zu unterbrechen, ohne unhöflich zu sein. Und so lange Sprechpausen machen Leute aber einfach nicht. Hi Claudia, na, wie geht es dir? Hallo, ja, mir geht's gut. Was hast du denn so gemacht in letzter Zeit? Danke der Nachfrage. Wir haben das Wochenende bei meinen Großeltern verbracht. Oh, das ist ja toll. Die leben doch da oben im Wald, richtig? Was habt ihr Tolles erlebt? Naja, mein Großvater ist schon etwas älter, deswegen konnten wir keine ganz abenteuerlichen Sachen machen. Aber lass uns doch kurz eine kleine Sprechpause machen, denn Trixie möchte auch gerne was sagen. Oh, du hast recht, sie steht da ja schon seit 3 Minuten. Trixie, hier ist dein Einsatz. So ungefähr müsste das für mich aussehen, damit ich eine Chance habe, frühzeitig mitzureden. Ansonsten stehe ich da die ganze Zeit total doof rum mit 2 Freunden an meiner Seite, die reden und reden und reden und ich nicke und nicke und nicke und grinse und denke, bitte kann mich jemand nach Hause fahren. Die nächste Situation, die ich hasse und in der ich trotzdem relativ häufig bin, weil ich Autofahren hasse und deswegen häufig den Bus nehme, ist es, im Bus zu sein, raus zu müssen an der Haltestelle und der Knopf geht nicht. In diesem Moment hat man 2 Möglichkeiten. Sich wie ein normaler Mensch zu verhalten oder sich wie ich zu verhalten. Möglichkeit Nummer 1. Herr Busfahrer, Entschuldigung, der Knopf geht nicht. Können Sie hinten mal bitte die Tür aufmachen? Aber das würde bedeuten, dass man vor ganz vielen fremden Leuten in einem Bus rumschreien muss. Deswegen sieht das bei mir meistens so aus, dass ich ganz oft auf den Knopf drücke, feststelle, dass er nicht geht und mich dann einfach wieder hinsetze oder schon mal zu den anderen Türen laufe, die ja offensichtlich funktionieren und auf die nächste Haltestelle warte. Und während ich dann da so sitze oder stehe an meinem neuen Platz, denke ich mir, die anderen finden mich jetzt bestimmt nicht komisch, die haben das nicht gemerkt und ich wollte heute sowieso noch ein bisschen laufen, bevor ich nach Hause kehre. Einfach damit ich mich nicht ganz so socially awkward fühle. Und dann hält der Bus endlich und ich springe raus und bekomme eine Gänsehaut, weil ich mich in Grund und Boden schämen könnte. Ist euch das schon mal passiert und wie habt ihr die Situation gemeistert? Und dann natürlich meine Nummer 1 Hasssituation als ein introvertierter Mensch, zusammen mit einem extrovertierten Freund auf eine Party gehen und den dann da verlieren und nicht wissen, was man mit sich selber machen soll. Gehen wir mal davon aus, dass eine Party ein wunderschöner See ist.
Extrovertierte Menschen sind Steine und introvertierte Menschen sind Stöcker. Beide wirft man schließlich in Richtung des Sees und der Stein geht sofort unter und ist von nun an Teil des wunderschönen Sees. Der Stock allerdings schwimmt oben und denkt sich, Kacke. Wenn man auf eine Party geht, ist das doof an extrovertierten Leuten, dass die einfach verschwinden. Extrovertierte Leute haben kein Problem, auf Partys sofort zu connecten und neue Freunde kennenzulernen und hi-ti-tai und mit allen kann man reden, mit allen kann man Spaß haben. Aber introvertierte Leute sind eben wirklich wie dieses Stück Treibholz auf dem See. Es fällt ihnen unglaublich schwer, sich in fremde Konversationen einzugliedern und wenn man dann nicht die ganze Zeit seinem einen Freund hinterherläuft, ist man einfach komplett lost. Und so ging es mir schon so oft, bis man dann irgendwann alleine in der Ecke steht und denkt, ich bin voll nicht peinlich, ich möchte hier alleine stehen und ich hab ja hier auch mein Handy und ich muss was ganz Wichtiges gucken und das ist gar nicht awkward, dass ich mich nicht unterhalte und ich habe ja hier auch mein Bier in der Hand und das ist genau so, wie ich mir diesen Abend vorgestellt habe. Ich habe so viel Spaß, oh mein Gott. Wenn du es versuchst, mit anderen Leuten zu reden, dann hast du das Gefühl, die mögen dich nicht. Wenn du deinem extrovertierten Freund die ganze Zeit hinterher rennst, dann fühlst du dich auch wie das 5. Rad am Wagen und irgendwie ungeliebt und unglücklich. Und irgendwann trefft ihr euch dann wieder und geht zusammen nach Hause und dein Freund so, das ist eine geile Party, ne? Ich hatte so Spaß, so viele coole, interessante Menschen, mit denen man so toll reden konnte. Machen wir das nächste Woche wieder? Ja, ich fand es auch so spitze. Und die Leute, hohoho. Nächste Woche habe ich allerdings schon was anderes vor. Da bin ich verabredet mit meiner Wand. Die werde ich den ganzen Abend lang anstarren. Okay, Rabbits, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Nennt doch bitte noch andere Situationen, die euch einfallen, in denen introvertierte Menschen häufig Probleme haben oder sich sehr seltsam fühlen. Wenn ihr extrovertiert seid, könnt ihr natürlich auch gerne kommentieren. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr diese Situationen wahrnehmt oder wie ihr introvertierte Menschen in diesen Situationen wahrnehmt. Lasst uns doch in den Kommentaren ein paar witzige Erfahrungen sammeln und auch ein paar Tipps und Tricks, um beiden Seiten, introvertiert oder extrovertiert, das Leben zu erleichtern. Falls euch das Video gefallen hat, was ich sehr hoffe und ihr gerne mehr deutsche Videos auf Don't Trust Rabbit sehen wollt, dann lasst doch bitte ein Däumchen nach oben da. Ihr könnt euch auch ein weiteres deutsches Video anschauen, indem ihr hier klickt oder mir auf Facebook, Twitter oder Instagram folgen oder meinen Kanal sogar auf Patreon unterstützen. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten und es wäre eine riesengroße Hilfe für den Channel. Ich kann euch sagen, dass ich noch sehr viele andere Situationen kenne, die für introvertierte Menschen schwierig zu meistern sind. Deswegen lasst mich wissen, ob ihr noch einen Teil 2 wollt. Ich habe da nämlich auf jeden Fall noch genug Material. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ich sage Tschüss!